Achtung, Achtung, das folgende Let's Play ist aufgrund von, weiß ich auch nicht so genau, wahrscheinlich wegen obszöner Gewalt oder so, nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ich mache diese Info hier immer wieder und eigentlich interessiert es eh keinen, aber ich fühle mich cool, wenn ich das mache, ja? Also lasst mich. Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Projekt, beziehungsweise, ja, so ganz niegelnagelneu ist es ja nun nicht, denn es geht weiter mit der Metal Gear Reihe, jetzt mit Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, whatever, ne, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, wahrscheinlich Patriots, hängt wahrscheinlich wieder davon ab, ob man es amerikanisch oder englisch ausspricht, ja, wir haben bereits Metal Gear 1, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater und sogar Metal Gear Solid Portable Ops vor kurzem abgeschlossen. Ja, alle durchgespielt und die Metal Gear Reihe ist auf jeden Fall ganz großes Kino, gerade was Storytelling, Charaktere und Inszenierung angeht. Gameplay für mich persönlich nicht immer so ganz, weil Stealth ist immer so eine Sache bei mir. Ich bin ja nicht besonders gut, das gebe ich zu, aber ich spiele Metal Gear ja in erster Linie, um eine grandiose Geschichte zu erfahren und da wurde ich bisher eigentlich nie enttäuscht. Ja, was kann ich groß zu Metal Gear Solid 4 sagen? Der erste Teil, welcher für die PlayStation 3, also für die Next Gen, mittlerweile ist es ja schon wieder Last Gen, ihr wisst schon, was ich meine, erschien das, ja, auch exklusiv für PlayStation 3. Alle anderen Metal Gear Spiele sind über die Jahre auch auf anderen Konsolen erschienen. Zum Beispiel mit der HD Collection und so sind ja die 2 und 3 auch auf Xbox erschienen. Metal Gear Solid 1 gibt's halt auch mit auf PS3 und sowas. Metal Gear Solid 1 gibt es auf anderen Konsolen? Irgendwie? Also abseits der PlayStation, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also es gibt ja sowas wie Twin Snakes für GameCube, ja, mein Gott, aber das zählt jetzt nicht. Aber Metal Gear Solid 3 bis heute PlayStation 3 exklusiv, ja, und ich spiele ja die Legacy Collection Version Edition Gedöns-Dings, wo das Spiel ja mit beiliegt. Ist quasi das ganz normale Spiel, wie man es auch so im Laden kaufen kann, nur hat die CD einen anderen Aufdruck. Ja, was kann ich sonst zu dem Spiel sagen? Das Spiel hält einen Weltrekord, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich offiziell im Guinness Buch der Rekorde steht oder ob das jetzt einfach nur so ein Gaming-Rekord ist. Aber dieses Spiel hat die längste Zwischensequenz aller Zeiten mit, ich glaube, 1 Stunde und 9 Minuten oder so. Und zwar wird das die Endsequenz sein. Ich habe auch schon gehört, dass die Anfangssequenz relativ lang sein soll. So, und jetzt wird's lustig. Wir sind jetzt nämlich mit dem Intro durch. Das habe ich gestern mir auch schon mal angeguckt. Gleich dürfte was Lustiges kommen. Vielleicht kommt es auch wieder nicht. Passt mal auf. Kommt es oder geht's? Ah ja. Ah, ist aber was anderes. Ich weiß nicht genau, was es soll. Das hatte ich letztes Mal auch. Da war das eine andere Zwischensequenz, irgendwie mit so Überwachungsgedöns, mit so einem riesigen Viech, was irgendwie so einen Typen auf dem Motorrad angegriffen hat. Ich weiß nicht noch, was das soll. Sind halt wieder die Secrets von Kojima. Ja, macht euch auf lange Zwischensequenzen gefasst und ich habe auch gehört, dass die Eröffnungssequenz sehr lange sein soll. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drum herum reden und gleich damit anfangen.
Das Spiel ist ein bisschen leise gerade. Ich habe vergessen, den Sound wieder lauter zu machen. Das muss ich, glaube ich, mal in der Post-Production machen, aber das passt schon. Ja, wir haben hier auch wieder die Missionsbesprechung, das Briefing. Da ich ja in Metal Gear Solid 3 schon damit verkackt habe, würde ich sagen, lassen wir das hier sein. Es dürften wieder, glaube ich, denke ich, Briefings sein, die wir auch im eigentlichen Spiel hören. Deswegen lassen wir es heute mal. Gut, dann starten wir ein neues Spiel. Ja, wir führen endlich die gegenwärtige Timeline, geiles Englisch, Timeline weiter. Ja, nach Metal Gear Solid 2 waren ja Metal Gear Solid 3 und Portable Ops spielten ja in der Vergangenheit in den 60er/70er Jahren, während das hier jetzt wieder in der, in Anführungszeichen, Gegenwart spielt, nämlich im Jahr 2014, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Neues Spiel, Schwierigkeitsgrad, für Spieler unerfahren in Action-Spielen, für Spieler, die es nicht einfach mögen, für Spieler, die Action-Spieler erprobt sind, normale Einstellung für Europa und Nordamerika. Achso, für Spiele, deren... Ja, dann machen wir mal Normal Solid, wa? Ist ja auch geil. Einfach Liquid Snake, Normal Naked, Naked Snake, Normal Solid, Solid Snake und Big Boss. Big Boss ist aber Naked Snake, das heißt, sind die beiden gleichen Schwierigkeitsgrade, alles klar. Ne, komm, machen wir mal das hier. Ich bin ja nicht besonders Stealth erprobt, aber ich glaube, wir haben hier sowieso wieder viel mehr Zwischensequenzen als alles andere, von daher passt das. Fangen wir an. Now, you have answered 9 out of 10 questions right, Melissa. You have 1 question left. Now, if you get it wrong, then we have to say goodbye and maybe good luck. But don't hold your breath. I'm gonna get it right. I want that new RV. Larry and I have been planning this vacation forever. Well, now, Larry, that would be your husband, of course. Yeah. Hi there, Larry. High hopes for that RV, I'll bet, Larry. Sure, I guess. Larry's such a good man. We've been married for a while. He wants to give me the second Melissa, honeymoon I'm for going the to have person- to ask you to choose your question, please. Business of war. Business of war. Which PMC had a humble beginning in France, but now manufactures 51.5 million firearms per year, and employs an armed force the size of Mexico and Canada's total populations combined. Oh God. I know that one. Oh, I doubt that. Oh gosh. A. Wrong. B. The correct answer is B. Melissa. Oh, Melissa. You knew the correct answer was B. You should have tried just a little bit harder. Hey, Melissa?
It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Oh, das ging ja noch von der Sequenz her. Okay, was soll ich sagen? Snake. Er ist ein bisschen älter geworden. Ja. Ich hoffe, ich kann hier jetzt... Aha. Das ist tatsächlich... Ja, die haben die Steuerung von Patriots übernommen. Wie geil ist das denn? Okay, ja, was soll ich sagen? Old Snake, wir sehen es oben links. Es ist nicht... Es ist kein anderer Snake. Es ist Solid Snake aus Metal Gear Solid 1 und 2. Er ist noch ein bisschen älter geworden, beziehungsweise, ja, er ist, ja, ich weiß es halt selber nicht so genau, von daher kann ich, denke ich, schon mal so ein bisschen was sagen. Es scheint wohl eine, er scheint schneller zu... Okay, wow. Ich mach nicht mal was. Oh. Er scheint schneller zu altern, das wollte ich noch sagen. Okay. Ja. Sturmgewehr. Ah. Okay, das war gerade Orkan, der geredet hat. Sturmgewehr mit der L1-Taste bereit machen und mit der R1-Taste feuern. Beim Zielen die Dreiecktaste drücken. Was? Um das Visier anzusetzen. Zum Wechseln zwischen Halb- und Vollautomatik öffnen und die Dreiecktaste drücken. Okay. So, hier ist ja wahrscheinlich das Waffenmenü, ne? Okay. Betäubungsmesser, nee. Okay. Betäubungsmesser mit elektrischer Funktion, bla 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 bla. Hier haben wir eine Ration. Können wir die Wachen wieder wegpacken.
Das ist ja schön. Muss ich jetzt erstmal über das Waffenmenü wahrscheinlich wieder aktivieren, so wie bei 3, ne? Ausrüstung. Blablabla, Waffe. Ach so. Zack. Aha, okay. Nochmal ein AK. Nein. Akimbo AK. Objekte haben wir wahrscheinlich noch nicht mehr. Doch, ein iPod. Geil. Stimmt, habe ich auch schon mal davon gehört, dass man hier ein iPod haben kann. Scheiß Apple, Alter. Okay. So, dann geht das doch schon besser. Dann müssen wir so wahrscheinlich zielen. Ach du Heilige. Okay, das ist jetzt zu einem Shooter geworden. Ich muss persönlich sagen, dass mir das besser gefällt. Ich bin ja kein Schleichfan. So, okay, wir können mit X wieder typischerweise rollen. Sonst ist man ja immer an die Wände gegangen, wenn man einfach dagegen laufen ist. Jetzt muss ich tatsächlich Dreieck gedrückt halten, so wie bei Portable Ops. Ist ja witzig. Oha. Okay, Mini-Metal Gears oder was? So, mit X kann ich kriechen, das wollte ich noch beenden. Oh Gott, die Framerate von dem Spiel ist aber jetzt nicht so smooth, wenn ich das mal so sagen darf. Oh Gott. Wow. Ich schätze mal, es bringt nicht viel darauf zu okay. Dann laufe ich halt. Okay, die Grafik des Spiels ist auf jeden Fall für Anfang PS3 passt schon, denke ich. Ich meine, wer spielt Metal Gear, um eine tolle Grafik zu haben? Ich kann hier die Kamera anvisieren, aha. Gut, muss ich aber wieder mit klarkommen hier. Weil vor allen Dingen ja, Metal Gear Portable Ops ein bisschen anders war. Ich habe auch einen Stressbalken. Ich weiß nicht genau, was das jetzt da oben soll. Das hatten wir bisher noch nicht. Was muss ich machen? Ach, guck mal, ein Radar zeigt mir an, wo ich hin soll, glaube ich. Finde ich super. Okay. Bisher haben wir schon eine ganze Menge Cutscenes. Was wollte ich sagen? Es ist übrigens das erste Metal Gear Spiel ab 18. Ja, ganz, ganz böse. Das dürft ihr noch gar nicht gesehen spielen. Ich darf das jetzt spielen. Ich bin cool. So, jetzt können wir wahrscheinlich wieder Leute aufheben. Ich rette dich, auch wenn du schon längst tot bist. Ist mir egal. Bestimmt droppt er wieder Sachen, wenn ich ihn fallen lasse. Jawohl. Boah, mit Physik-Engine. Leck mich am Arsch. Waffe erworben. Benzinbombe. Eine improvisierte Brandgranate. Nahe Bereiche gehen bei Einschlag in Flammen auf. Aha, interessiert mich nicht. So, ich kann... Moment. Ich bin auf Knien viel schneller unterwegs. Okay, bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel schon mal ganz gut von der Steuerung her. Es fühlt sich wieder deutlich besser an als Portable Ops. Wo muss ich denn hin? Dahin. Go North. Ja, deine Mutter geht Go North, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay, und er kriecht automatisch, wenn ich gegen so Dinger laufe. Das ist ja super. Was war das für ein Blick, Alter? Okay. Na, wie geht's? Ich habe halt jetzt einmal diese Anzeige da auf der Karte, einen Pfeil. Ah, ich habe auch so einen Punkt auf der Karte. Ich will mal spontan behaupten, ich muss eher zum Punkt. Hast du gesehen? Krass. Ich kann irgendwie nicht... Aha.
Und von Harry Gregson Williams wieder die Musik. Sehr schön. Okay, wir haben viel erlebt, das muss erstmal gespeichert werden. Okay. Ja. Oh Gott, das dauert schon wieder 10 Jahre. Ah, nee, doch nicht. Ich habe auch schon alle Akte im
Vorfeld installiert. Keine Sorge, das war ja so eine Problematik bei der Erstauflage des Spiels, beziehungsweise bei der Erstveröffentlichung ohne Patch. Aber wir können Start ohne, dann kann ich es nochmal kurz erklären. Das Spiel ist nämlich in verschiedene Akte unterteilt. Kapitel. Und man muss halt früher jedes Kapitel einzeln installieren, immer wenn quasi das neue Kapitel angefangen hat. Ich glaube, er hat das vorherige dann auch wieder gelöscht. Ich bin mir nicht sicher, aber man hat mittlerweile die Möglichkeit, es wurde nachgepatcht, dass man alle gleichzeitig installieren kann. Also alle im Vorfeld. Das habe ich auch schon gemacht, von daher haben wir keine großen Ladezeiten. Even the dead have ears. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So, Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Snake. Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We've found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down.
eggs today? Holiday must have taken a day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. Akt 1. Liquid Zahn. Das werde ich jetzt immer so cool vorlesen. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Oha. Oktokamo. Ein vorgeschnittener Camouflageanzug, der von den Tarnfähigkeiten des Oktopus inspiriert ist. Er täuscht das Auge und Infrarotsensoren durch seine Fähigkeit, die Farbe und Muster einer Wand und Böden nachzuahmen. Wenn man sich daran legt oder nicht bewegt, wenn er an einer Wand steht. Boah, echt? Also ich habe es in der Zwischensequenz gesehen. Sieht man das dann hier in-game auch? Oh, das ist ja cool. Okay. Auch so mit dem Poster hier. Warte mal. Ah, hat sich noch nicht geändert. Warte. Ah. Okay. Der Anzug ändert sich nicht mehr. Super. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, finde ich es übrigens sehr schön, dass man jetzt so schießt. Beziehungsweise, dass es jetzt so aussieht hier. Mit dem Zielen und so. Ich habe eben, glaube ich, schon mal einen Bug ausgelöst, weil das Fadenkreuz gerade ganz komisch schief war. So, einmal hochheben, wieder fallen lassen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle aber auch mal sagen, das war's mit der ersten Folge von... Oh, Fertiggericht fürs... Ja, ich weiß, was Rationen bringen. Ich weiß, was Rationen bringen. Es gibt für Physik Engine, das ist wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf... Was kann ich also machen? Wie sieht nur mein Codec aus? Das ist irgendwie merkwürdig. Grundkontroll... Moment. Codec. Automatisch zielen an, ausschalten. Kann man kriegen, rollen, nachladen. Beobachtungsperspektive. Ich kann das Codec nicht öffnen. Wie geil ist das denn? Hä? Beobachtungsperspektive geht gar nicht, ihr Lügner. Ich kann den Codec nicht öffnen. Ich kann es nicht. Ist es irgendwie... Ah, hier. Lul. Ist halt tatsächlich mal anders. Und zwar sehr viel anders. Naja, gut. Ja, dann sage ich es an dieser Stelle aber wirklich mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Medic 104 Guns of the Patriots wieder. Bis dahin. Ciao.